Im vierten Teil der Videoserie schauen wir uns die Ergebnisse der trittinduzierten Schwingungsberechnung an, und zwar die Ergebnisse nach lokaler Anregung. Mit einem Rechtsklick auf den Task öffnen wir das Ergebnisprotokoll. Es beginnt mit einer Zusammenfassung unserer Eingaben. Wir rechnen CCIP. Beide Berechnungstypen wurden angefordert, also Resonanzanalyse und transiente Analyse. Eine andere Bezeichnung für die transiente Analyse ist, wie gesagt, die Impulsanalyse. Wir sehen die Grenzfrequenzen mit 15 und 20, die wir ja festgelegt hatten. Es folgen die 15 Eigenmoden, die wir angefordert hatten, mit einem Wert von 9,84 in der ersten Mode und somit kleiner als 10 Hertz, bis hinauf zur 15. Eigenmode mit 20,30 Hertz. Dann sehen wir unsere Antwortorte und auch die zugehörigen Zielfaktoren. Gruppennummer 10, das ist ja der Flurbereich mit einem TRF von 8,0, und Gruppennummer 20, das ist der Bürobereich mit einem TRF von 4,0. Es folgt das Belastungsmuster CCPF gemäß CCEP und die lokale Anregung haben wir gewählt, ist hiermit Selbsterregung bezeichnet. Wir sehen die Werte für den Schrittfrequenzbereich und das Fußgängergewicht genau wie von uns eingegeben. Und dann sehen wir, wo die Ergebnisse abgelegt werden, nämlich Lastfall 30.000 für die Resonanzanalyse und 30.001 für die Impuls- oder transiente Analyse. Jetzt kommen die Ergebnisse. Als erstes für den Flurbereich mit dem Zielantwortfaktor 8,0. Wir sehen, wir befinden uns in der Resonanzanalyse. Diese Tabelle gibt Aufschluss über den Ort, an dem die maximale Reaktion berechnet wurde. Wir rechnen ja mit Selbstanregung, das heißt lokale Anregung, und daher sind erwartungsgemäß der Antwortknoten und der Erregungsknoten identisch. Hier Knoten 5, 8, 4, 6. Wir sehen, dass die kritische Schrittfrequenz bei 2,5 Hertz liegt. Hier passiert also fast gar nichts. Wir haben einen Antwortfaktor RFZ in Höhe von 1,637, was einem Verhältnis zwischen dem berechneten Antwortfaktor und dem Zielantwortfaktor von 0,205 entspricht. Das sind also 1,637 geteilt durch die 8. Die Grafik zeigt den Antwortfaktor über den gesamten Bereich der G-Frequenz, und ja, es tritt keine Resonanz auf. Dafür müsste die Kurve hier abfallen. Es geht weiter mit der Impuls- oder Transientenanalyse. Auch hier sehen wir die Angabe des Ortes, an dem die maximale Reaktion berechnet wurde, Knoten 5511. Daneben ist der VRMS mit 0,00034 Meter pro Sekunde ausgegeben. VRMS ist die quadratisch gemittelte Geschwindigkeit über den Zeitraum t, und der Zeitraum t ist 1 durch FRQ2. Das war ja hier oben die Endfrequenz der G-Bewegung. Das hatten wir auch im Teddy Task festgelegt.
Die 0,4 ist also der Kehrwert von 2,5. Ich blende Ihnen die Formel für die Ermittlung von VRMS aus dem CCEP hier ein und der Ergebniswert ist dann hier als QMW dargestellt. Ich nehme an, QMW soll die Abkürzung für quadratischer Mittelwert sein. Falls der Wert bei Ihnen, genau wie bei mir hier, nach 2 Dezimalstellen abgeschnitten ist, können Sie das in den Anwenderoptionen bei den Projektvoreinstellungen abändern. Da müssen Sie mal nach Geschwindigkeit oder Velocity suchen. Von diesen Werten leitet sich der Antwortfaktor ab und wird mit dem Zielfaktor verglichen. Das heißt, in unserem Fall 3,388 geteilt durch 8 ist 0,423, ist kleiner als 1. Die Ergebnisse der Resonanzanalyse und der Transientenanalyse werden dann in einer Zusammenfassung dargestellt und wir sehen, dass die Transienteanalyse maßgebend war. Ja, das wird hier auch mit dieser hochgestellten 1 nochmal ausgewiesen. Das sind ja genau diese Werte. Die letzte Tabelle für den Bereich des Flurs ist hier die Flächenkonformität mit dem Zielantwortfaktor. Sie zeigt den Prozentsatz der Quad-Elemente, die das Akzeptanzkriterium erfüllen. Das heißt, die Flächen, bei denen der Antwortfaktor kleiner oder gleich dem Zielwert ist. Für den Flurbereich zeigen also die Ergebnisse, dass 100% der Fläche die Prüfung bestanden haben. Jetzt kommt der Bürobereich. Hier haben wir ja einen höheren Anspruch mit dem Zielantwortfaktor von 4,0 festgelegt. Als erstes wieder die Resonanzanalyse und hier sehen wir sofort, dass die maximale Antwort am Knoten 2823 den Grenzwert bei einer Schrittfrequenz von 2,45 um 28,9% überschreitet. Das sind also 5,156 geteilt durch die 4. Die transiente Analyse sehen wir hier, die bleibt unterhalb des Grenzwerts. Auch hier haben wir wieder die zugehörige Grafik, gefolgt von der umhüllenden, die das Ergebnis für den Bürobereich zusammenfasst. Ja, diesmal ist die Resonanzanalyse maßgebend und der Check wurde nicht bestanden. Die Tabelle Flächenkonformität mit dem Zielantwortfaktor zeigt, dass aber immerhin 96% der Quad-Elemente im Bürobereich das Akzeptanzkriterium erfüllen. Das heißt, bei 96% der Büroflächen ist der Antwortfaktor kleiner oder gleich dem Zielwert von 4,0. Jetzt können wir uns die Ergebnisse noch grafisch im WinGraph ansehen. Ich schließe das Ergebnisprotokoll und lege einen neuen WinGraph-Task an und den nenne ich um in Ergebnisse der lokalen Anregung. Mit einem Doppelklick öffnen. Ich gehe auf die Draufsicht und finde die Ergebnisse unter Ergebnisse, Flächenelemente, Schrittfrequenzanalyse, Antwortfaktor in Global Z. Maßgebend war
die Resonanzanalyse, also wähle ich den Lastfall 30.000 FFA Resonanzanalyse. Hier stelle ich noch einen zweiten Layer her und blende die Höhenlinien ein. Okay, jetzt kann ich noch die Schriftgröße etwas erhöhen und da finden wir auch den höchsten Wert wieder, 5,156 an dieser Stelle. Das war ja genau der kritische Wert, den wir vorhin im Ergebnisprotokoll nachvollzogen hatten. Jetzt können wir noch den maßgebenden Knoten zum Beispiel darstellen. Also sage ich neue Grafik mit aktuellem Layer und auf dem Layer schalte ich wieder um auf Höhenfläche. Okay, jetzt sage ich neuen Layer. Hier. Und hier gehen wir wieder hier hinein und sagen System, Knoten, Knotennummern. Und zwar war das ja der Knoten 28, 23, also von 28 bis 23. Setze da ein Häkchen bei Füllfarben, gehe dann auf die Schrift, Einfügepunkt, einschalten, okay, okay. Schriftgröße noch ein wenig erhöhen. Ja, und da sehen wir hier den Punkt 2823. Das waren jetzt Darstellungen für den Maximalwert. Wir könnten uns aber zum Beispiel auch nur hier vorne nur den Flurbereich rausziehen. Dafür gehe ich nochmal auf die erste Grafik, sage wieder neue Grafik mit aktuellem Layer. Schalte jetzt alles aus bis auf die Gruppe 10, also den Flur. Damit sehen wir nur noch hier vorne diesen Bereich. Hier. Ja, stelle um auf Höhenfläche. Dann gehe ich in die Füllfarben. Ich möchte nur 2 Stück haben. Dann Farbe soll grün sein. Für den Bereich von 0 bis 8. 8,0 war ja der zulässige Höchstwert. Dann Schrift einschalten und okay. Wenn Sie sich erinnern, maßgebend für den Flur war aber die transiente Analyse mit dem Antwortfaktor 3,388 kleiner 8,0. Also schalte ich noch den Lastfall um auf 30.001 und da haben wir die fertige Darstellung für den Flurbereich. Gut, die Grafik kopiere ich noch einmal mit aktuellem Layer. Und ja, ich möchte also nochmal den Bürobereich jetzt darstellen. Gehe also auf die Gruppennummer 20. So. Brauche aber natürlich den Lastfall 30.000, weil ja hier die Resonanzanalyse maßgebend war. Jetzt gehe ich auf den Layer, auf die Einstellungen, auf die Füllfarben, sage
grün soll jetzt 0 bis 4 sein, weil 4 war ja der zulässige Höchstwert im Bürobereich und alles darüber soll in Rot dargestellt werden. Okay. Ja, damit sehen wir hier also genau die 4% der Bürofläche, bei der der Antwortfaktor über dem zulässigen Wert von 4,0 liegt. Prima. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir die Ergebnisse noch detaillierter nachvollziehen können. Und zwar geht das mit der Ergebnisverfolgung, dem sogenannten Result Tracing. Tschüss, bis zum nächsten Video.